Die 28-jährige Altantuya Sharibu bewegte sich im Kreis einflussreicher Politiker Malaysias. Die junge Frau arbeitete als Übersetzerin und ihr wurden recht häufig düstere Geheimnisse offenbart, die vor der Öffentlichkeit sorgfältig verborgen wurden. Sie konnte sich nicht im Traum vorstellen, dass sie bald in den Mittelpunkt eines internationalen Skandals geraten würde. Sie sollte dieses Spiel verlieren, ihre rasante Karriere brach abrupt ab und ihr Leben stürzte ins Bodenlose. Altantuya Sharibu wurde 1978 in der Mongolei geboren. Bald darauf zogen ihre Eltern mit den Kindern nach Russland. Dort lebte die Familie Sharibu ganze 12 Jahre lang. In den 90ern kehrten sie in ihre Heimat, die Mongolei, zurück. Altantuya war schon immer sprachlich sehr begabt. Mit 18 Jahren brach sie die Schule ab und kurz darauf begann eine stürmische Romanze mit einem mongolischen Sänger. Die Verliebten heirateten und sie bekamen einen Sohn. Leider begann sich das Verhältnis zwischen den Eheleuten zu verschlechtern. Sie stritten sich oft und machten sich gegenseitig Vorwürfe. Altantuya erkannte, dass sie sich bei der Partnerwahl geirrt hatte. Ein Jahr später ließen sich die Eheleute scheiden. Der kleine Sohn blieb bei ihren Eltern. Altantuya selbst überlegte, wie es nun weitergehen sollte und wie sie ihre Zukunft gestalten könnte. Die junge Frau beherrschte 4 Sprachen: Englisch, Chinesisch, Russisch und Mongolisch. Sie wollte als Lehrerin an einer normalen Schule arbeiten, doch ihre Pläne änderten sich schlagartig. Altantuya zog nach Frankreich. Sie beschloss, sich im Modelgeschäft zu versuchen. Die junge Frau mit exotischem Aussehen, glatter, reiner Haut und einer schlanken Figur fiel sofort auf. Altantuya absolvierte Kurse und begann in der Modebranche zu arbeiten. In den ersten Monaten wurde sie oft zu Werbeshootings eingeladen, doch nach einiger Zeit ließ das Interesse an ihr nach. Sie war gezwungen, in ihre Heimat, die Mongolei, zurückzukehren. Dort heiratete sie erneut und brachte ein zweites Kind zur Welt, doch auch diese Ehe scheiterte. Das Kind blieb bei den Eltern von Sharibu. Bald darauf schien ihr schließlich doch noch das Glück zu lächeln. Dank der Beziehungen eines engen Freundes konnte Altantuya eine Stelle als Übersetzerin in einem internationalen Unternehmen finden. Sharibu reiste in verschiedene Länder wie China, Singapur und Malaysia. Sie bewährte sich in ihrer Arbeit und galt bald als kompetente und integre Mitarbeiterin. Bis 2004 hatte die junge Frau ein beeindruckendes Portfolio aufgebaut. Altantuya arbeitete weiterhin als Übersetzerin. Während einer internationalen Konferenz in Malaysia erregten die Schönheit der jungen Frau und ihre makellosen Sprachkenntnisse die Aufmerksamkeit des Politikers Najib Razak. Najib Razak war zu dieser Zeit Verteidigungsminister und zukünftiger Premierminister von Malaysia. Der einflussreiche Mann stellte Altantuya seinem engen Vertrauten namens Abdul Bagin vor, einem 40-jährigen Mann. Abdul war Militäranalyst und arbeitete im Zentrum für strategische Studien. Der Mann verfügte über politischen Einfluss. Er war eine recht bekannte Persönlichkeit in Malaysia. Abdul und Altantuya gefielen sich auf Anhieb. Die junge Frau war von dem erfolgreichen und reichen Mann Abdul fasziniert. Obwohl er offiziell verheiratet war, konnte er der Jugend und dem Charme von Altantuya nicht widerstehen und sie ließ sich in Kuala Lumpur nieder, der großen Metropole Malaysias, und begann für Abdul zu arbeiten. Gemeinsam reisten sie in verschiedene Länder, wo sie Geschäftsverhandlungen führten. In ihrer Freizeit entspannten sich Abdul und Altantuya gemeinsam, verbrachten ihre Abende in luxuriösen Hotels und besuchten romantische Orte in verschiedenen Städten Europas. Im Oktober 2006 flogen Abdul und Altantuya gemeinsam zu einem Geschäftstreffen nach Frankreich. Sie sollten einen Vertrag über die Lieferung mehrerer U-Boote und Waffen an die malaysische Regierung abschließen. Es ging um viel Geld. Die Verhandlungen fanden hinter verschlossenen Türen statt. Es stellte sich heraus, dass im Zusammenhang mit dem Treffen zwischen dem französischen Unternehmen und den Vertretern Malaysias eine Provision in Höhe von 11 Milliarden für die Vermittlung des Vertrags gezahlt wurde. Abdul versprach Altantuya, ihr $500.000 für ihre Teilnahme an den Verhandlungen zu zahlen. Dabei musste die junge Frau schweigen und alle Informationen streng geheim halten. Altantuya willigte ein und freute sich sogar, dass sich ihre finanzielle Lage bald erheblich verbessern würde. Noch nie in ihrem Leben hatte sie eine so große Geldsumme besessen. Doch die Zeit verging und Abdul hatte es nicht eilig, sein Versprechen einzulösen. All dies
ärgerte Altantuya sehr. Die junge Frau drohte und erklärte, sie werde ihr Schweigen brechen, wenn man ihr die versprochenen $500.000 nicht auszahlen würde. Es ging um ein geheimes internationales Waffengeschäft mit illegalen Schmiergeldern in Milliardenhöhe. Altantuya wollte nicht in eine so ernste Angelegenheit hineingezogen werden, ohne dafür die versprochene Gegenleistung zu erhalten. Angesichts der Erpressung und der Drohungen stand Abdul vor einer schwierigen Entscheidung. Sollte er sein Versprechen einhalten und Altantuya für ihr Schweigen bezahlen oder einen anderen Weg finden, um dieses Problem zu lösen? Abdul befürchtete, dass die Übersetzerin, sobald sie das Geld erhalten hätte, eine weitere Summe verlangen könnte. Abdul war kein Neuling in zwielichtigen Geschäften und als er nach Kuala Lumpur zurückkehrte, nutzte er seine Verbindungen, um das entstandene Problem zu lösen. Abdul wandte sich an den Leiter des Sicherheitsdienstes des malaysischen Premierministers, der ihn mit einem leitenden Inspektor namens Azila Hadri bekannt machte. Dieser Mann war offenbar für besonders heikle Aufträge zuständig. Abdul beschloss, dass er Altantuya loswerden musste, damit die junge Frau ihn nicht mehr einschüchtern oder erpressen konnte und für immer schweigen würde. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Malaysia zwar wie ein prosperierendes Land erscheint, sein internationaler Ruf jedoch seit langem durch Korruption befleckt ist. Dieselbe politische Partei regiert das Land bereits seit über 65 Jahren und hat in diesen Jahren zahlreiche Vorwürfe gegen sich auf sich gezogen. Am 19. Oktober 2006 begann die Familie Sharibu, sich Sorgen zu machen, da Altantuya nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten reagierte. Es durfte keine Zeit verloren werden. Der Cousin der jungen Frau wandte sich an die mongolische Botschaft. In Bangkok erstattete er Anzeige bei der Polizei und kontaktierte anschließend die malaysischen Behörden, um Ermittlungen einzuleiten. Nach dieser Meldung bildete die malaysische Polizei eine Suchgruppe für Altantuya. Bereits einen Tag später entdeckten die Ermittler im Wald von Puncak Alam im Bezirk Petaling in Selangor einen schrecklichen Tatort. Auf dem Boden befand sich ein Krater, der offensichtlich durch eine Explosion entstanden war. Zwischen dem Laub lagen über ein größeres Gebiet verstreut stark verkohlte menschliche Überreste. Bei einer genaueren Untersuchung stellte sich heraus, dass an diesem Ort in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober ein Mord stattgefunden hatte. Bevor es zur Explosion kam, war zweimal auf das Opfer geschossen worden. Die Kriminaltechniker stellten fest, dass die am Ort der Tragödie gefundenen Sprengstoffreste von konventioneller Munition stammten, wie sie vom Militär verwendet wird. Die Ermittler sammelten alle Körperteile ein und führten eine DNA-Analyse durch. Sie stellten fest, dass es sich bei dem Opfer um die vermisste 28-jährige Altantuya Sharibu handelte. Kurz darauf nahm die Polizei 2 Männer fest und verhaftete sie sofort. Es handelte sich um den 30-jährigen Oberinspektor Azila Hadri und den 35-jährigen Kapral Sirul Azhar Umar. Beide Männer dienten in der Eliteeinheit für Spezialeinsätze Malaysias und sowohl Azila als auch Sirul hatten Verbindungen zu hochrangigen Beamten. Zuvor hatten beide im Sicherheitsdienst des ehemaligen malaysischen Premierministers Abdullah Ahmad Badawi gedient und Azila und Sirul waren gut ausgebildet. Man vertraute ihnen und sie galten als verschwiegen. Abdul Bagen wusste, an wen er sich wenden musste, um sich nicht selbst unmittelbar zu belasten. Die ganze schmutzige Arbeit wurde für ihn von Azila und Sirul erledigt. Abdul wusste jedoch nicht, dass sich Altantuya nur wenige Stunden vor ihrem Tod persönlich an die Behörden gewandt und gewarnt hatte. Sollte sie plötzlich verschwinden, sei Abdul Bagen der Erste, den die Polizei überprüfen müsse. Ja, Altantuya wusste genau, mit welchen Leuten sie zusammenarbeitete und was sie von ihnen zu erwarten hatte. Noch einige Tage vor ihrem Verschwinden hatte die junge Frau bemerkt, dass sie von Unbekannten verfolgt wurde. Heimlich verfolgten sie, wenn sie zur Arbeit ging oder abends nach Hause zurückkehrte. Altantuya begriff schnell, dass sie Hilfe brauchte. Die junge Frau fürchtete um ihr Leben. Im Laufe der Ermittlungen fanden die Kriminalbeamten heraus, dass Altantuya vor ihrem Tod auf dem Weg zu einem Treffen mit Abdul war. Sie wollten wichtige geschäftliche Angelegenheiten besprechen. Als die junge Frau jedoch bei dem Mann ankam, war er nicht vor Ort. Anstelle von Abdul empfingen sie die Mörder, die die junge Frau in ein Auto setzten und in den Wald brachten. Niemand sah Altantuya jemals wieder lebendig. Die regierende Partei unter der Führung von Najib Tun Razak wollte mit diesem aufsehenerregenden Fall nichts zu tun haben.
Bereits wenige Wochen später wurden Abdul Baginda und seine beiden Helfer Azila Hadri und Sirul Azhar Umar verhaftet und angeklagt. Bald tauchte ein wichtiger Zeuge auf, ein Privatermittler namens Bala, den Abdul Baginda engagiert hatte, um Altantuya zu beschatten. Bala behauptete, die Polizei habe wichtige Informationen zu dem Fall zurückgehalten und er sei bereit, die ganze Wahrheit zu erzählen. Bala erklärte, die Verstorbene habe eine intime Beziehung zum malaysischen Politiker Najib Tun Razak gehabt, sowie eine Liebesbeziehung mit Abdul Baginda unterhalten. Es stellte sich zudem heraus, dass Abdul sich mit Najib Razak beraten und ihm von dem geheimen Geschäft in Frankreich berichtet hatte, sowie davon, dass Altantuya ihn erpresst und die Zahlung von $500.000 verlangt und damit gedroht habe, vor Gericht zu gehen. Die Aussage des Ermittlers erwies sich als schwerwiegend und stellte Najib Razak in ein negatives Licht. Am selben Tag wurde der Politiker verhört. Najib erklärte sofort, dass er sich nie mit Altantuya oder Abdul Baginda getroffen habe. Auch Abdul Baginda, der in Gewahrsam genommen worden war, bestritt, eine Liebesbeziehung mit der Verstorbenen gehabt zu haben. Der Mann behauptete, in keiner Weise mit dieser jungen Frau in Verbindung zu stehen. Unerwarteterweise, nur 24 Stunden nach seiner wichtigen Aussage, widerrief der Ermittler Bala seine Aussage und gab eine neue Erklärung ab, wonach sein erstes Geständnis eine Lüge und Erfindung gewesen sei. Nun behauptete Bala, dass der stellvertretende Premierminister Najib Razak Altantuya nicht gekannt habe. Bald darauf verschwand Bala. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Niemand zweifelte daran, dass der Ermittler starkem Druck seitens einflussreicher Personen ausgesetzt war. Um es vorwegzunehmen, der Mann wurde bis heute nicht gefunden. 2 Jahre vergingen. 2008 wurde Abdul Baginda in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft versprach eine gerichtliche Entscheidung, doch dazu kam es nicht. Im April 2009 befand der oberste Gerichtshof Malaysias Azila Hadri und Sirul Azhar Umar für schuldig. Beide Männer bestritten ihre Schuld. Beide wurden zum Tode verurteilt. Azila Hadri und Sirul Azhar Umar legten gegen das harte Urteil Berufung ein. 4 Jahre später, im Jahr 2013, wurden sie vollständig freigesprochen und auf freien Fuß gesetzt. Der Richter entschied, dass weder Azila Hadri noch Sirul Azhar Umar persönliche Motive hatten, Altantuya zu töten, und es gab auch keine ausreichenden Beweise für ihre Schuld. Die Bevölkerung Malaysias war empört über die Ungerechtigkeit, mit der die Familie von Altantuya konfrontiert war. Die Menschen gingen auf die Straße, organisierten Kundgebungen und Demonstrationen zur Unterstützung der getöteten jungen Frau. Daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall wieder auf. Am 13. Januar 2015 hob das Bundesgericht den Freispruch von Azila Hadri und Sirul Azhar Umar auf. Azila wurde aufgespürt und erneut in Haft genommen. Sirul Azhar Umar hingegen gelang es, in ein anderes Land zu fliehen. Er lebte nun in Australien. Interpol leitete eine Fahndung nach ihm ein. Sirul wurde in der Stadt Brisbane festgenommen. Die malaysischen Behörden forderten seine Auslieferung in sein Heimatland, doch dies scheiterte an den Besonderheiten der australischen Gesetzgebung. Es stellte sich heraus, dass jede Person, gegen die ein Todesurteil verhängt wurde, nicht aus dem Land ausgeliefert werden darf. Sirul, der in Malaysia zum Tode verurteilt worden war, wurde in das Einwanderungszentrum Villawood in Sydney gebracht. Im Gespräch mit Journalisten gab Sirul zu, dass Abdul Baginda ihn und Azila tatsächlich gebeten hatte, Altantuya loszuwerden, aber sie der jungen Frau nichts angetan hätten. Sirul behauptete, dass er und Azila einfach hereingelegt worden seien und die wahren Mörder sich immer noch auf freiem Fuß befänden. Im Dezember 2022 erhielt die Familie von Altantuya Sharibu 5 Millionen Ringgit als moralische Entschädigung. Das entspricht etwa $1 Million. Im November 2023 wurde Sirul Azhar Umar aus dem Einwanderungszentrum in Sydney entlassen, wo der Mann 8 Jahre verbracht hatte. Es ist bekannt, dass Sirul bis heute in Australien lebt und sich als freier Mann auf den Straßen bewegt. Azila Hadri befindet sich weiterhin im Gefängnis und wartet in der Todeszelle auf eine mögliche Strafumwandlung. Es ist bekannt, dass Azila Ende 2023 beim Bundesgericht einen Antrag auf Überprüfung und Aufhebung des Todesurteils stellte, gemäß einem neuen Gesetz, das es malaysischen Gerichten erlaubt, lebenslange Haftstrafen zu verhängen.
Das ist der derzeit bekannte Stand im Fall Altan Tuya Şaribou. Der Fall ist von zahlreichen komplexen, widersprüchlichen und bis heute ungeklärten Umständen geprägt. Klar ist nur, dass die junge Frau in eine schwierige politische Situation geraten ist, voller Lügen, Betrug und Korruption. Sie wurde in einen politischen Skandal hineingezogen, ausgenutzt, unter Druck gesetzt und schließlich brutal getötet. Abdul Baginda lebt sein normales Leben in Freiheit. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Am frühen Morgen des 29. Dezember 2017 ereignete sich auf einer ruhigen Straße in Argentinien ein grausames Verbrechen. Der 20-jährige Fernando Pastorizo wurde mit 2 Schussverletzungen tot aufgefunden. Zunächst vermutete die Polizei einen Raubüberfall, doch seine Habseligkeiten waren unberührt geblieben. Je tiefer die Ermittlungen voranschritten, desto schockierender kam die Wahrheit ans Licht. Die Mörderin war seine Freundin Nahir Galarza. Diese Geschichte entpuppte sich nicht nur als ein weiteres Verbrechen, sondern als ein echtes Drama über toxische Liebe, Manipulationen und einen Gerichtsprozess, den das ganze Land verfolgte. Aber wurde der Gerechtigkeit wirklich Genüge getan? Und was trieb die 19-Jährige dazu, die jüngste Frau in der Geschichte Argentiniens zu werden, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurde? Fernando Pastorizo wurde 1997 in Entre Rios, Argentinien, als Sohn von Gustavo Pastorizo und Silvia Mantes geboren. Trotz der Scheidung seiner Eltern wuchs er in einer Atmosphäre der Liebe und Fürsorge auf und seine Mutter und sein Vater pflegten um seinetwillen und um seiner Schwester Carla willen ein herzliches Verhältnis zueinander. Fernando war ein lebensfroher und gütiger Mensch, fand leicht Zugang zu seinen Mitmenschen, hatte viele Freunde und stand immer denjenigen zur Seite, die Hilfe brauchten. Er war zuverlässig, treu und fürsorglich. Alle hielten ihn für ein Vorbild wahrer Anständigkeit. Nahir Galarza, geboren 1998, war die Tochter des hochrangigen Polizeibeamten Marcelo Galarza und der ehemaligen Polizistin Yamina Crow. Im Gegensatz zu Fernando wuchs sie in einer Familie auf, in der ihr alles erlaubt war. Ihre Mutter drückte bei ihren Launen ein Auge zu und förderte sogar ihr schlechtes Benehmen. Ihr Vater war für sie eine unumstößliche Autorität. Schon von klein auf war Nahir es gewohnt, ihre Mitmenschen zu manipulieren und ihren Willen um jeden Preis durchzusetzen. In der Schule war sie eines der beliebtesten Mädchen, schön, selbstbewusst, aber hochmütig und grausam gegenüber denen, die sie für minderwertig hielt. Diese beiden so unterschiedlichen Menschen fanden sich in einer Beziehung wieder, die in einer Katastrophe endete. Fernando und Nahir begannen schon als Teenager, sich zu treffen. Anfangs schien ihre Beziehung eine gewöhnliche jugendliche Verliebtheit zu sein, doch bald wurde sie zu etwas viel Düstererem. Fernando war bis über beide Ohren verliebt und zu allem bereit für Nahir. Sie hingegen nahm ihn nie ernst. Sie betrog ihn, lud andere Jungs zu sich nach Hause ein und hielt ihn emotional abhängig, indem sie seine Zuneigung ausnutzte. Trotz der Untreue und Demütigungen ertrug Fernando alles weiter, in der Hoffnung, dass sie sich ändern würde. Doch je mehr ihm die toxische Natur ihrer Beziehung bewusst wurde, desto stärker versuchte Nahir, ihn an sich zu binden. Sie kontrollierte sein Handy, befragte ihn, mit wem er Kontakt hatte, beschuldigte ihn der Untreue, obwohl sie selbst weiterhin andere traf. Als Fernando begann, sich zurückzuziehen, bekam Nahir Wutanfälle, drohte ihm und nutzte ihren Vater, einen Polizisten, als Druckmittel. Am 25. Dezember 2017 ging Fernando mit Freunden in einen Nachtclub. Plötzlich sah er Nahir, wie sie sich mit einem anderen Jungen küsste. Das war nicht nur ein zufälliger Kuss, sondern eine öffentliche Demütigung. Fernando hielt es nicht mehr aus, ging auf sie zu und verlangte eine Erklärung. Doch anstatt die Situation zu beruhigen, stürzte sich Nahir auf ihn. Ihr Freund Sol Martinez schloss sich ihr an und schlug Fernando ins Gesicht. Nahir lachte laut, beleidigte ihn und demütigte ihn vor allen. Fernando verließ den Club gedemütigt und am Boden zerstört, doch er wusste noch nicht, dass dies seine letzte Nacht war. Fernando, emotional und körperlich am Boden zerstört nach der Demütigung im Club,
teilte seinen Schmerz mit seinen Freunden. Am meisten verletzten ihn nicht nur Nahirs Untreue, sondern auch ihre grausamen Worte über seine Familie, die er so sehr liebte. Genau in dieser Nacht wurde ihm endgültig klar, dass er ihr toxisches Verhalten nicht länger ertragen konnte. Auf Drängen seiner Freunde fasste er den festen Entschluss, Nahir für immer zu verlassen. Mit neuer Entschlossenheit begann er, seine Zukunft zu planen. Er schrieb sich an einer Universität in einer anderen Stadt ein, in der Hoffnung, das Chaos, die Manipulationen und das Leid, das ihm diese Beziehung bereitet hatte, hinter sich zu lassen. Er ging vorsichtig vor, da er wusste, wie unberechenbar und kontrollierend Nahir sein konnte. Doch sein Wunsch, sie zu verlassen, war für sie der letzte Strohhalm. Sie konnte nicht zulassen, dass er sich ihrer Macht entzog. Sie durfte die Kontrolle nicht verlieren. Wenn Fernando nicht ihr gehören würde, dann würde er niemandem gehören. Am 28. Dezember 2017 willigte Fernando, erschöpft von ihren endlosen Streitereien, ein, sich ein letztes Mal mit Nahir zu treffen. Sie flehte ihn an, sich zu treffen, und versicherte ihm, dass sie einfach nur noch eine Nacht mit ihm verbringen wolle, bevor sie sich trennten. Er wusste nicht, dass er die verhängnisvollste Entscheidung seines Lebens getroffen hatte. Er wusste nicht, dass dieses Treffen für Nahir kein Abschied, sondern ein Urteil war. Im Haus der Galazas sah alles ganz normal aus. Sie verbrachten einige Stunden miteinander und versuchten einigen Berichten zufolge sogar, sich wieder anzunähern. Vielleicht hoffte Fernando, dass sie sich endlich friedlich trennen würden. Doch in ihrem Kopf hatte sie bereits einen anderen Plan. Wenn sie ihn nicht für sich gewinnen konnte, würde es niemandem gelingen. Wenn er ging, würde er für immer gehen. Am frühen Morgen des 29. Dezember 2017 wollte Fernando abreisen. Endlich hatte er das Gefühl, die Ketten zu sprengen, mit denen Nahir ihn so viele Jahre lang gefesselt hatte. Doch sie hielt ihn auf. »Bring mich zu meiner Großmutter«, bat sie. Eine einfache Bitte. Er sah keinen Grund, sie abzulehnen, doch dies war seine letzte Fahrt. Fernando stieg auf sein Motorrad und Nahir machte es sich hinter ihm bequem. In ihrer Tasche steckte eine Pistole, die Dienstwaffe ihres Vaters. Die Spannung lag in der Luft, erfüllt von unausgesprochenen Worten. Fernando konnte sich nicht vorstellen, dass hinter ihm nicht seine ehemalige Partnerin saß, sondern seine zukünftige Mörderin. Als sie auf die einsame Straße fuhren, tippte Nahir ihm auf die Schulter. »Halt an«, sagte sie. Fernando vertraute ihr und ahnte nichts. Er bremste am Straßenrand, drehte sich zu ihr um und wartete auf eine Erklärung. Doch statt zu sprechen, zog Nahir die Pistole und schoss ihm in den Rücken. Die Kugel durchschlug ihn und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Fernando fiel zu Boden. Er war verwundet, unter Schock, aber noch am Leben. Er versuchte, sich zu bewegen, um zu begreifen, was geschehen war. Doch Nahir gab ihm keine Chance. Sie trat näher, richtete die Pistole auf ihn und schoss ihm aus nächster Nähe erneut in den Kopf. Fernando war tot. Nach dem Mord geriet Nahir nicht in Panik. Sie weinte nicht. Sie zeigte keine Reue. Ruhig beugte sie sich über die Leiche und versuchte, die Patronenhülsen zu finden, um die Spuren zu beseitigen. Sie fand eine, doch die zweite rollte ins Gras. Dieser Fehler sollte sich als entscheidender Beweis gegen sie erweisen. In diesem Moment fuhr ein Taxifahrer vorbei. Er sah die junge Frau, die sich über jemanden auf dem Boden beugte, aber er schenkte dem keine Beachtung und fuhr weiter. Hätte er angehalten, wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Aber die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und bald würde die ganze Welt den Namen Nahir Galaza kennen, der jüngsten Frau in der Geschichte Argentiniens, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Nachdem Nahir Fernando kaltblütig erschossen hatte, tat sie so, als wäre nichts geschehen. Um 5:22 Uhr morgens nahmen Kameras Nahir auf, wie sie nach Hause ging. Sie war ruhig, zitterte nicht, weinte nicht, ging einfach die Straße entlang, als wäre nichts geschehen. Zu Hause angekommen, legte sie die Pistole an ihren Platz zurück, duschte und legte sich ohne die geringste Spur von Unruhe schlafen. Am frühen Morgen des 29. Dezember 2017 erwachte die Stadt Gualeguaychú unter Schock. Fernando wurde tot neben seinem Motorrad aufgefunden. 2 Schüsse, ein kaltblütiger Mord. Die Polizei vermutete zunächst einen Raubüberfall, aber irgendetwas passte nicht zusammen.
Seine Brieftasche, sein Handy, sein Geld. Alles war noch da. Das Motorrad stand aufrecht ohne Anzeichen eines Sturzes. Es gab keine Kampfspuren, keine Anzeichen von Widerstand. Es war kein Zufallsverbrechen. Es war persönlich, geplant, kaltblütig. Es war Mord. Als sich die Nachricht von Fernandos Tod in der Stadt verbreitete, sprachen alle von einem Namen: Nahir Galarza. Ihre toxische Beziehung zu ihm war ein offenes Geheimnis. Fernandos Freunde wussten, dass sie ihn kontrollierte, erniedrigte und bedrohte. Nun hatte die Polizei einen Anhaltspunkt. Sie wurde zum Verhör vorgeladen. Während die Polizei mit ihr sprach, erschien auf ihrer Seite in den sozialen Netzwerken eine Abschiedsbotschaft von Fernando. Die Liebe meines Lebens. Ich werde dich vermissen. Doch im Verhörraum saß den Ermittlern eine völlig andere Nahir gegenüber. Ohne Emotionen, ohne Tränen, ohne Reue. Sie sprach über Fernandos Tod, als würde sie über das Wetter reden. Die Ermittler waren von ihrer Gleichgültigkeit schockiert. Aber es kam noch schlimmer. Sie bestritt überhaupt, dass sie eine ernsthafte Beziehung gehabt hätten, doch die Polizei hatte Dutzende von Nachrichten und Fotos sowie Aussagen von Zeugen, die wussten, dass das eine Lüge war. Nahir versuchte, sich zu retten, und als der Druck zu groß wurde, ging sie bis zum Äußersten. Zuerst leugnete sie alles. Dann, als die Beweise zu offensichtlich wurden, gab sie zu, dass sie doch geschossen hatte, sagte aber, es sei Notwehr gewesen. Doch diese Version passte nicht zu den Beweisen. Die Schüsse waren präzise und nicht zufällig. Die Spuren am Tatort bewiesen, dass Fernando nicht angegriffen hatte. Und vor allem, nach dem Mord rief Nahir nicht die Polizei, bat nicht um Hilfe. Sie ging einfach nach Hause, als wäre nichts geschehen. Und das war ihr größter Fehler. Ein Taxifahrer, der vorbeifuhr, sagte aus. Er sah die junge Frau, die sich über die Leiche beugte. Sie suchte nach Patronenhülsen und versuchte, die Spuren zu verwischen. Sie ist kein Opfer, sie ist die Täterin. Nahir Galarza, jung, schön, beliebt, entpuppte sich als kaltblütige Mörderin. Sie dachte, sie könne lügen, manipulieren, einer Strafe entgehen, aber die Wahrheit kam trotzdem ans Licht und vor ihr lag ein Prozess, der ihr Leben für immer verändern würde. Ebenso wie das Leben von Fernandos Familie, die ihren geliebten Sohn verloren hatte. In dieser Nacht starb nicht nur ein junger Mann, sondern auch der Traum von Gerechtigkeit, von Liebe, von einem normalen Leben. Aber wurde die Gerechtigkeit wiederhergestellt oder hatte Nahir noch eine Chance, sich herauszuwinden? Ein zufälliger Taxifahrer, der zum Hauptzeugen wurde, bestätigte, er sah eine junge Frau, das sich über die Leiche beugte. Überwachungskameras zeigten Nahir, wie sie um 5:22 Uhr morgens ruhig nach Hause ging, ohne Panik, ohne Tränen. Die Ermittler fanden eine Patronenhülse, die sie übersehen hatte. Fernandos Freunde berichteten von Jahren des Leidens, von ihren Manipulationen, ihrer Grausamkeit und ihrer endlosen Eifersucht. Die Polizei hatte keine Zweifel mehr. Das war keine Notwehr, sondern kaltblütiger Mord. Ihr Vater, ein hochrangiger Polizist, nutzte schnell seine Kontakte. Die besten Anwälte des Landes übernahmen den Fall. Ihre Strategie bestand darin, Nahir nicht als Mörderin, sondern als Opfer darzustellen. Sie behaupteten, Fernando habe sie geschlagen, es sei ein verzweifelter Akt der Selbstverteidigung gewesen. Sie legten Fotos ihrer blauen Flecken vor, die sie in Wirklichkeit beim Eishockeytraining davongetragen hatte, präsentierten sie jedoch als Spuren von Gewalt. Und dann verwandelte sich der Gerichtssaal in ein wahres Theater. Wer ist hier das Opfer? Und wer der Täter? Nahir erzählte unter Tränen, wie Fernando sie angeblich gequält habe, wie er sie in jener Nacht gewaltsam auf das Motorrad gesetzt und angegriffen habe, während sie sich verteidigt habe. Sie spielte die Rolle eines verängstigten Mädchens, das zur Verzweiflung getrieben worden war. Doch ihre Geschichte begann zu bröckeln. Fernandos Freunde erzählten, wie Nahir ihm Szenen machte, ihn schlug und ihn verfolgte. Er selbst sagte, dass er Angst vor ihr habe, dass er diesen toxischen Kreislauf durchbrechen wolle. Und dann erhob sich der Psychologe, den Nahirs Verteidigung selbst in den Fall hinzugezogen hatte, und er machte eine unerwartete Aussage. Nahir ist kein Opfer. Sie ist eine Manipulatorin, eine Narzisstin. Sie ist es gewohnt, alles zu bekommen, was sie will. In diesem Moment brach ihre Verteidigung zusammen.
Und selbst die Massen von Demonstranten und feministischen Organisationen, die sie als Opfer von Gewalt bezeichneten, konnten den Lauf der Dinge nicht mehr ändern. Die Beweise waren zu offensichtlich. Die Richter glaubten nicht an Notwehr. Sie sahen kühle Berechnung, einen gnadenlosen Mord. Nahir Galarza wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie wurde die jüngste Frau in der Geschichte Argentiniens, die eine solche Strafe erhielt. Aber kann das Fernando zurückbringen? Kann das den Schmerz seiner Familie lindern? Nein, aber es ist Gerechtigkeit. Nach Nahirs Fall begann man in Argentinien über häusliche Gewalt zu sprechen. Aber andererseits, kann ein Mann Opfer sein? Wie oft enden toxische Beziehungen in einer Tragödie? Und wie viele weitere Nahirs gibt es, die ungestraft bleiben? Dieser Fall hat dazu geführt, dass viele Stereotypen überdacht wurden. Doch das Schrecklichste ist, dass er bewiesen hat, dass Liebe tödlich sein kann. So sorgfältig Nahir ihre Version der Ereignisse auch konstruierte, die Wahrheit über ihr Verbrechen konnte nicht im Verborgenen bleiben. Am 3. Juli 2018 erstarrte der Gerichtssaal in Gualeguaychú in angespannter Stille, während der Richter das Urteil verkündete. Nach wochenlangen Zeugenaussagen, forensischen Untersuchungen und widersprüchlichen Schilderungen wurde Nahir Galarza des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden. Sie erhielt eine lebenslange Haftstrafe und wurde mit 19 Jahren zur jüngsten Frau in der Geschichte Argentiniens, die zu einer solchen Strafe verurteilt wurde. Für die Familie von Fernando Pastorizo war dieses Urteil nur ein kleiner Trost. Sie hatten Monate qualvoller Trauer durchlebt und gleichzeitig mit dem Druck der öffentlichen Meinung, dem Gerichtsverfahren und Nahirs Versuchen zu kämpfen, ihren Sohn als Aggressor darzustellen. Die Gerechtigkeit wurde gesprochen, aber kein Urteil konnte ihnen ihren Sohn zurückbringen. Beim Verlassen des Gerichtssaals bedankten sich Fernandos Eltern bei den Anwälten und allen, die für die Wahrheit gekämpft hatten, und versprachen, die Erinnerung an ihren Sohn zu bewahren. Der Prozess gegen Nahir Galarza spaltete die Nation regelrecht. Alle Medien des Landes verfolgten jede Wendung dieses Falles. Ihr Gesicht war ständig auf den Fernsehbildschirmen und den Titelseiten der Zeitungen zu sehen. Die einen sahen in ihr eine gefühllose Mörderin, die anderen ein Opfer, das zu Unrecht dämonisiert wurde. Die Gesellschaft spaltete sich in zwei Lager. Die einen forderten eine Strafe für den brutalen Mord, die anderen behaupteten, es habe sich um Notwehr gehandelt und das Justizsystem habe die junge Frau ungerecht behandelt. Doch welche Theorien auch immer aufgestellt wurden, die Beweise sprachen für sich. Die Familie von Fernando Pastorizo verlor nicht nur ihren geliebten Sohn, sondern auch die Chance zu sehen, was aus ihm in Zukunft geworden wäre. Jedes Beweisstück, jedes Foto vor Gericht war nur eine Erinnerung an das, was für immer verloren war. Doch nicht nur ihr Leben wurde zerstört. Nahirs Vater, Marcelo Galarza, ein einflussreicher Polizist, verlor alles: seinen Ruf, seine Karriere, seine Familie. Nach dem Urteil gegen seine Tochter brach alles zusammen. In dem Versuch, einer Strafe zu entgehen, beschuldigte Nahir ihn sogar des Mordes, doch das Gericht wies ihre Version als weitere Manipulation zurück. Dieser Prozess legte nicht nur die grausame Wahrheit über den Mord offen, sondern auch die zerstörerische Kraft toxischer Beziehungen, von Macht und Privilegien. Dieser Fall ist eine Mahnung dafür, wohin Gewalt in Beziehungen führen kann. Manipulation, Kontrolle, psychischer Druck. All das kann in einer Tragödie enden. Dieser Fall hat die Gesellschaft dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie Privilegien und Beziehungen die Justiz beeinflussen. Sollte es Mechanismen geben, die Menschen vor toxischen Partnern schützen? Warum ist häusliche Gewalt nicht nur ein Problem von Frauen, sondern auch von Männern? Fernando Pastorizo ist nicht nur ein Opfer. Er war ein junger Mann mit Träumen, Plänen und einem Leben, das nicht hätte enden dürfen. Seine Geschichte ist ein Aufruf zum Handeln, eine Erinnerung daran, dass Gerechtigkeit wichtig ist. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Sakura Tehuaxtle erzählte in einem Interview nach all den Ereignissen, dass sie sich einfach ein besseres Leben für ihre Tochter gewünscht habe und glaube, dass sie nicht hätte verlassen sollen. Dann wäre all das nicht passiert.
Sakura musste mit gebrochenem Herzen im Gerichtssaal sitzen und mit anhören, wie ihre Tochter, eine Mitarbeiterin der Stadtpolizei von Tijuana namens Alina Teu Axtle, zu Unrecht verurteilt worden war. Tatsächlich ist dies die Geschichte einer jungen Frau, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt wurde, sich jedoch wehrte und dafür beinahe eine vernichtende Strafe erlitten hätte. Alina Mariel Narciso Teu Axtle wurde 1995 in der Stadt Córdoba im Bundesstaat Veracruz im Südosten Mexikos geboren. Im Jahr 2018 zog Alina zusammen mit ihrer Mutter Sakura Teu Axtle und ihrem Bruder Edwin Narciso in die Stadt Tijuana, die im Bundesstaat Baja California im äußersten Nordwesten des Landes liegt und somit im Westen und Süden an die Vereinigten Staaten grenzt. In späteren Interviews erzählte Sakura, dass sie beschlossen hatte, mit ihren Kindern in eine neue Stadt zu ziehen, da Tijuana als Zentrum verschiedener Industriezweige, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Herstellung medizinischer Geräte, mehr Möglichkeiten bot als Córdoba, wo vor allem Landwirtschaft und Industrie prägend sind. Außerdem hoffte sie, dass ihre Kinder dort studieren könnten und sich so eine gute Zukunft sichern würden. Schon von klein auf zeigte Alina großes Interesse an Sozialarbeit und wollte Psychologie studieren, um Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen zu können. Die Familie und Freunde der jungen Frau beschrieben sie als starke und entschlossene Frau, die sich den Schwierigkeiten des Lebens stellte. In der Vergangenheit war sie Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden, und obwohl sie sich an die Polizei wandte, wurde ihre Anzeige nicht ernst genommen. Daher unternahmen die Behörden in dieser Angelegenheit nichts. Trotz der Schwierigkeiten behielt Alina eine positive Einstellung und versuchte stets, in allem nur das Gute zu sehen. Gerade diese optimistische Haltung ließ sie glauben, dass die mangelnde Unterstützung durch die Behörden sie stärker machen würde, und sie war fest entschlossen, so etwas in Zukunft nicht mehr zuzulassen. Dieser Wunsch, ihre Unversehrtheit zu schützen, veranlasste sie 2018 dazu, in die Reihen der Polizei, des Sicherheitsministeriums und des städtischen Zivilschutzes von Tijuana einzutreten, um schließlich in einen Bereich wechseln zu können, der sich auf die Unterstützung von Frauen konzentriert, die unter geschlechtsspezifischer Gewalt leiden. Genau dort lernte Alina einen Mann kennen, der ihr Leben völlig veränderte. Dieser Mann hieß Luis Rodrigo Juárez Arellano. Zu dieser Zeit arbeitete er als Beamter der Stadtpolizei. Über Luis ist nur sehr wenig bekannt, lediglich, dass er am 30. Juli 1991 geboren wurde und im September 2011 in den Polizeidienst eintrat. Zum Zeitpunkt seiner Begegnung mit Alina war Luis bereits seit 7 Jahren bei der Polizei. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er als erfahrenerer Beamter zu ihrem Vorgesetzten ernannt wurde. Sie freundeten sich schnell an. Und ebenso schnell entwickelte sich aus der Freundschaft ein romantisches Interesse. Etwas mehr als 1 Jahr nach Beginn der Beziehung beschloss das Paar, zusammenzuziehen und in der Stadt Ciudad Santa Rosa, unweit von Playas de Tijuana, zu leben. Anscheinend war die Beziehung von Anfang an turbulent. Nach späteren Schilderungen von Alina hatte Luis Alkoholprobleme und besuchte mehrmals pro Woche Partys, auf denen er sich stark betrank. Dies wirkte sich auch auf Alina aus, die ebenfalls zu trinken begann. Außerdem hatte sich Alinas Persönlichkeit, seit sie zusammenlebten, drastisch verändert. Ihre Mutter erzählte, dass sie bemerkt habe, dass sie viel nervöser geworden sei, und obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt wohnten, habe ihre Tochter aufgehört, sie zu besuchen. In den seltenen Fällen, in denen es ihnen doch gelang, sich zu treffen, bemerkte Sakura zahlreiche Blutergüsse und Spuren von Verletzungen am Körper der jungen Frau, doch die 24-jährige Frau bestritt stets, von ihrem Partner misshandelt worden zu sein. In Wirklichkeit war das eine Lüge, und neben körperlicher Gewalt manipulierte Luis die junge Frau oft oder machte ihr Eifersuchtsszenen. Er verfolgte Alina ständig und verlangte von ihr, ihm zu erzählen, wo und mit wem sie jeden Augenblick des Tages gewesen war. Mehrmals, als die junge Frau die Beziehung beenden wollte und sich zu einem Gespräch entschloss, gelang es Luis irgendwie, sie davon abzubringen, und Alinas Qualen gingen weiter. Es ist anzumerken, dass, obwohl einige Medien und Nachrichtenportale das Paar als Eheleute bezeichnen, es keine offiziellen Bestätigungen dafür gibt. Letztendlich entschloss sich Alina doch zur Trennung und verließ Luis im Jahr 2019. Trotz der Überredungsversuche ihrer Mutter reichte sie keine offizielle Anzeige wegen häuslicher Gewalt bei der Polizei ein.
Sakura Teoaxtle erzählte, dass sich Alina und Luis genau am 22. Oktober 2019 trennten und merkte an, dass sie sich gut an diesen Tag erinnere, da es offensichtlich war, dass Alina aufrichtig Angst vor ihrem Partner hatte. Ihre Angst war so stark, dass auch die Kollegen der jungen Frau dies bemerkten. Deshalb schickte einer der jungen Beamten namens Salceda sogar eine Streife zum Haus des Paares, damit Alina ihre Sachen holen konnte. Alina kehrte zu ihrer Mutter zurück und begann eine psychologische Behandlung, um die Probleme zu bewältigen, die mit der Misshandlung durch ihren ehemaligen Partner sowie mit früheren traumatischen Erfahrungen zusammenhingen. Nach kurzer Zeit kehrte Alina erneut zu Luis zurück. Sie zogen nicht wieder zusammen, sondern lebten getrennt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Luis eine Beförderung erhalten und Alina hoffte, dass er sich zum Besseren wandeln und sein Versprechen einhalten würde, mit dem Trinken aufzuhören. Natürlich täuschte der Mann sie erneut, trank weiterhin übermäßig Alkohol und begann wieder, sie grausam zu behandeln. Luis' jähzorniges Temperament, verschlimmert durch seine Abhängigkeiten, führte zu einem tragischen Ausgang und Alina sah sich gezwungen, in Notwehr zu handeln, um ihr Leben zu schützen. Alles geschah am frühen Morgen des Donnerstags, dem 12. Dezember 2019. Am Abend zuvor war Alina in dem Haus geblieben, in dem sie zuvor 4 Monate lang gelebt hatten. Die junge Frau schlief, bis Luis irgendwann nach Hause kam, stark betrunken und unter dem Einfluss einer illegalen Substanz. Ohne jeden Grund griff Luis Alina an. Er begann sie zu schlagen und versuchte schließlich, sie zu erwürgen. Irgendwann gelang es der jungen Frau, sich zu befreien, und sie begann, Luis anzuflehen, aufzuhören. Doch er stürzte sich mit noch größerer Wut erneut auf sie. Unter Schock und von unglaublicher Angst erfüllt, gelang es Alina, Luis' Dienstwaffe zu ergreifen und zu schießen, um ihn bewegungsunfähig zu machen. Obwohl Alina mit dem ersten Schuss schweren Verletzungen verursachte, konnte der 28-jährige Mann noch fest auf den Beinen stehen und setzte daher seinen Angriff fort. Er sagte ihr, dass er es für sie tun würde, wenn sie sich nicht selbst umbringe, damit sie gemeinsam sterben könnten. Alinas Aussage zufolge schloss sie nach diesen Worten die Augen und drückte noch 4-mal den Abzug. Sakura, die in der Nähe wohnte, hörte Schreie und dann Schüsse aus dem ehemaligen Haus ihrer Tochter und eilte sofort dorthin. Als sie das Haus betrat, war klar, dass es bereits zu spät war und das Schlimmste bereits geschehen war. Luis lag in einer Lache seines eigenen Blutes auf dem Boden und zeigte keine Lebenszeichen. Mutter und Tochter riefen sofort den Rettungsdienst an. Alina leistete bei ihrer Festnahme keinen Widerstand und sagte nichts, selbst als ihr Mord unter Ausnutzung ihrer dienstlichen Stellung vorgeworfen wurde, obwohl sie in Notwehr gehandelt hatte. Der nächste Schritt der Behörden war die Durchsuchung des Hauses des getöteten Polizisten, wo leere Alkoholflaschen und Reste illegaler Substanzen gefunden wurden. Im Obduktionsbericht wurde festgestellt, dass sich genau diese Substanzen zum Zeitpunkt seines Todes im Blut von Luis befanden. Alina wurde nach ihrer Festnahme ebenfalls einer routinemäßigen medizinischen Untersuchung unterzogen. Dabei wurden bei der jungen Frau eine Reihe von Verletzungen an verschiedenen Körperteilen wie Gesicht, Rumpf, Gliedmaßen und Brust festgestellt. Außerdem wies sie offene Wunden an den Lippen auf. Obwohl die Verletzungen und die Aussagen gemeinsamer Bekannter des Paares darauf hindeuteten, dass Alina das Opfer in diesem Fall war, erklärte Guillermo Ruiz Hernández, der damalige Leiter der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates, auf einer Pressekonferenz im Dezember 2019, dass die junge Frau keinerlei Verletzungen aufgewiesen habe und stellte den Fall so dar, als habe sie einen vorsätzlichen Mord begangen. Nach dem Vorfall im Jahr 2020 organisierte die Tochter des ehemaligen Staatsanwalts Carla Ruiz McFarland, die erste Bürgermeisterin von Tijuana, eine posthume Ehrungszeremonie im Park Plaza del Policía zu Ehren von Luis Rodrigo Juárez und einem weiteren getöteten Polizisten. Im selben Jahr, noch bevor der Prozess im vollen Umfang vorankommen konnte, wurde die Welt von der Covid-19-Pandemie eingeholt. Der Gesundheitsnotstand führte zu einer massiven Isolation der Menschen, was wiederum eine Aussetzung der Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit zur Folge hatte. Und genau das geschah auch mit Alina. Das Gerichtsverfahren gegen die junge Frau begann erst im Jahr 2022, fast 3 Jahre nach den tragischen Ereignissen. Laut Berichten der lokalen Presse war Staatsanwalt Guillermo Ruiz Hernández dafür bekannt,
dass er Genderfragen völlig ignorierte. Er führte seine Ermittlungen ohne Berücksichtigung dieser Problematik durch und stellte wiederholt nicht die Täter, sondern die Opfer von Gewalt unter Strafe, selbst wenn es um Fälle ging, die Minderjährige betrafen. Genauso ging der Staatsanwalt auch mit Alina um. Ohne auch nur zu versuchen, sich in den Kern des Falles zu vertiefen, forderte er für die junge Frau die Höchststrafe. Verschiedene Berichte versichern jedoch, dass diese Entscheidung durch die breite Berichterstattung über den Fall in den Medien ausgelöst wurde. Im selben Jahr kam es zu einem Führungswechsel in der Behörde und Ricardo Iván Carpio Sánchez trat die Nachfolge von Guillermo an. Eines der bekannten Nachrichtenportale wandte sich an den neuen Leiter der Generalstaatsanwaltschaft, damit er den Grund für die Forderung seines Vorgängers erläutere. Ricardo schloss sich der Meinung von Guillermo an und erklärte, dass Alinas Handlung keine reine Notwehr gewesen sei. Später fügte er hinzu, dass er zwar die Probleme der geschlechtsspezifischen Gewalt verstehe, Alina jedoch genauso verurteilt werden müsse wie jeder andere, der eine ähnliche Tat begangen hätte. Leider hielt die ungerechte Behandlung von Alina an und wurde sogar noch härter, als der Prozess unter der Leitung von Richter Daniel Aguilar Patiño begann. Aus zuverlässigen Quellen ist bekannt, dass der Angeklagten beigeordnete Anwalt seine Pflichten als Verteidiger nicht erfüllte, da er zu keinem Zeitpunkt Argumente zu ihren Gunsten vorbrachte und die körperliche Gewalt, die durch Berichte während ihrer Haftzeit belegt war, nicht erwähnte. Zudem wurden die Ergebnisse der Obduktion von Luis sowie die in seinem Haus gefundenen illegalen Substanzen ebenfalls nicht berücksichtigt. Dem Gericht wurden verschiedene Aussagen von Bekannten Alinas vorgelegt, die von zahlreichen Vorfällen häuslicher Gewalt berichteten, sowie Aussagen von Experten aus den Bereichen Kriminalistik, Psychologie und von ihrem persönlichen Therapeuten. Ein Zeuge, der möglicherweise den Verlauf des Gerichtsverfahrens hätte wenden können, war ein Beamter namens Salceda. Über ihn wurde bereits zuvor berichtet. Er war es, der eine Streife zu Luis' Haus schickte, damit Alina nach ihrer Trennung ihre Sachen holen konnte. Er wusste genau um die Gewalt, die die junge Frau erlebte, und auch einige ihrer Kollegen wussten genau davon. Doch alle weigerten sich auszusagen, vermutlich aus Angst vor ihren Vorgesetzten. Ohne angemessene rechtliche Unterstützung und ein geschlechtergerechtes Gerichtsverfahren waren alle Bemühungen Alinas, ihre Unschuld zu beweisen, vergeblich. Am 6. Oktober 2022, fast 3 Jahre nach jenem schrecklichen frühen Morgen im Dezember 2019, wurde Alina Marielle Narciso Theo Axtle zu 45 Jahren Haft verurteilt. Die junge Frau sollte ihre Strafe im Gefängnis von Tijuana verbüßen, wo sie bereits seit 2019 inhaftiert war. Darüber hinaus verurteilte Richter Aguilar sie zur Zahlung von $28.000 an die Familie des Opfers sowie zur Übernahme der Gerichtskosten. Nach der Urteilsverkündung wandte sich Alina sowohl an den Staat als auch an die Staatsanwaltschaft, um ihnen ironisch für ihre Entscheidung zu danken, da dies ihrer Meinung nach einmal mehr bewiesen habe, dass im mexikanischen Justizsystem das Patriarchat herrsche. Am 8. November desselben Jahres wurde beim Gericht Berufung gegen ihr Urteil eingelegt. Verschiedene feministische Gruppen mobilisierten sich aus Solidarität mit der zu Unrecht verurteilten jungen Frau. Auch Alinas Mutter Sakura Tehuaxtle schloss sich dem Kampf für Gerechtigkeit an und setzte alles daran, dass der Fall ihrer Tochter erneut geprüft wurde. Die meisten Demonstrationen fanden auf einer der Hauptverkehrsadern von Tijuana statt, der Avenida de la Revolución. Außerdem fanden Kundgebungen an symbolträchtigen Orten der Stadt statt, wie dem Kulturzentrum von Tijuana, dem Gebäude der staatlichen Justizbehörde und vor dem Gefängnis, in dem Alina inhaftiert war. Es gelang der jungen Frau, aus dem Gefängnis Kontakt aufzunehmen, und während des Telefonats dankte sie allen, die sich engagierten, und insbesondere ihrer Mutter, die zur treibenden Kraft der Protestbewegung wurde. In einem Interview mit den Medien berichtete Sakura Tehuaxtle, dass das Ministerium für kommunale Sicherheit und Bürgerschutz von Tijuana sich nie bei ihnen gemeldet habe und das Problem der geschlechtsspezifischen Gewalt weiterhin ignoriere. Sie erzählte auch, dass ihre Tochter den Mut gehabt habe, sich selbst zu verteidigen, indem sie die Fähigkeiten nutzte, die sie während ihres Dienstes bei der Polizei erworben hatte. Und nun habe sich eben diese Polizei einfach von ihr abgewandt. Der Kampf um die Freiheit für Alina trug erst am 24. Mai 2023 Früchte, nachdem die Richterinnen der 5. Kammer, Sonia Mirella, Beltran Medina
und Miriam Tumania Arambula den Fall überprüft und einstimmig entschieden hatten, dass Alina in Notwehr gegen ihren Angreifer gehandelt habe. Die Richterinnen ordneten die sofortige Freilassung von Alina an und leiteten zudem ein Verwaltungsverfahren gegen Richter Daniel Aguilar ein, der die unschuldige junge Frau 6 Monate zuvor verurteilt hatte. Sie wiesen den Justizrat an, dass gegen ihn eine Strafe verhängt und ihm untersagt werden müsse, weitere Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt zu verhandeln. Schließlich ordneten sie eine obligatorische Fortbildung für den Staatsanwalt an. Nach ihrer Freilassung berichtete Alina der Öffentlichkeit von der Zeit, die sie im Gefängnis verbracht hatte, und von den Auswirkungen, die der gesamte Prozess auf ihre psychische Gesundheit hatte. Die 27-Jährige erklärte, dass die Haftanstalt zwar überfüllt war, die Haftanstalt, in der sie seit 2019 inhaftiert war, jedoch im Vergleich zu anderen Einrichtungen zu den besseren gehörte. Dort freundete sie sich mit Frauen an, mit denen sie ihren Alltag teilte, fand zu ihrem Glauben zurück und schloss sich einer Gruppe evangelikaler Christinnen an. Alina, die den Großteil ihrer Zeit mit kirchlicher Arbeit verbrachte, berichtete, dass ihre ersten Monate im Gefängnis die schwersten gewesen seien. Sie wurde für ein Verbrechen verurteilt, bei dem sie selbst das Opfer war, und litt jeden Tag unter Albträumen und einer überwältigenden seelischen Belastung. Dank therapeutischer Behandlung und der Unterstützung der Kirche gelang es Alina jedoch, weiterzumachen, und sie begann sogar vor ihrer Entlassung Management zu studieren. Alina veröffentlichte zudem einen Dankesbrief in der digitalen Ausgabe einer lokalen Zeitung. Dort schilderte sie, wie dankbar sie ihrer Mutter Sakora ist, die sich vor der Urteilsverkündung im Oktober 2022 an das Zentrum für Frauenjustiz gewandt hatte, um sich rechtlich beraten zu lassen und Rechtsbeistand zu erhalten. Obwohl Sakora von einer Armee von Frauenrechtsaktivistinnen begleitet wurde, gab es Fälle, in denen sie allein zu Demonstrationen ging, doch sie verlor nie die Hoffnung und hörte nie auf zu glauben, dass sie Gerechtigkeit für ihre Tochter erreichen würde. Alina merkte an, dass ihre Mutter bewundert werden sollte, denn obwohl sich die gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Geschichte richtete, gehe es in Wahrheit um den Kampf vieler Frauen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Obwohl sich die Polizei während des gesamten Verfahrens von ihr abgewandt hatte, reichte Alina bereits 3 Tage nach der Aufhebung des Urteils einen Antrag auf Wiedereinsetzung in ihr Amt beim Ministerium für Sicherheit und Bürgerschutz ein. Dennoch trat sie im Juli 2023 nach nur einem Monat im Amt zurück. Alina fand auch Wege, den Insassinnen der Untersuchungshaftanstalt zu helfen, in der sie fast 4 Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Bis heute spendet sie weiterhin Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs an das Gefängnis, da sie überzeugt ist, dass viele Insassinnen unschuldig sind oder keine Angehörigen haben, die sie unterstützen könnten. Alina brachte ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass niemand unter mangelnder Ernährung oder Hygiene leiden sollte, nicht einmal Häftlinge. Die Demonstrationen feministischer Kollektive dauerten noch mehrere Monate an, nachdem Alina aus dem Gefängnis entlassen worden war. Im Juli 2023 versammelte sich eine Gruppe von Aktivisten im Park Plaza del Policía, um Luis' Gedenktafel eigenhändig zu entfernen. Später erklärte die Gruppe, dass sie die Behörden bereits 2 Monate zuvor aufgefordert hatten, die Gedenktafel zu entfernen. Da sie keine Antwort erhielten, beschlossen sie, selbst aktiv zu werden. Der Einfluss, den dieser umstrittene Fall auf die mexikanische Gesellschaft hatte, endete damit jedoch nicht. Bevor sie freigelassen wurde, war Alina an der Ausarbeitung eines Gesetzes mit dem Namen Alina-Gesetz beteiligt, das nach ihr benannt wurde und darauf abzielt, dass alle Strafverfahren wegen geschlechtsspezifischer Gewalt im sozialen Kontext betrachtet werden, unter Berücksichtigung von Fällen psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt, sowie der Folgen, die durch die posttraumatische Belastungsstörung der Opfer solcher Verbrechen hervorgerufen werden. Der Gesetzentwurf wurde am 12. Januar 2023 von der Abgeordneten Liliana Michelle Sánchez Allende dem Kongress des Bundesstaates zur Prüfung vorgelegt, also 3 Monate bevor es Alina gelang, ihre Unschuld zu beweisen. Die Abgeordnete versicherte, dass sie dank dieser Initiative mindestens 6 mögliche Änderungen am Strafgesetzbuch von Baja California identifizieren konnten. Im August 2023 verabschiedete der Kongress mit 22 Ja-Stimmen und einer Enthaltung das Alina-Gesetz,
was einen wichtigen Meilenstein im mexikanischen Rechtssystem darstellte, in dem nach Ansicht der Befürworter dieses Vorschlags die Rechte der weiblichen Bevölkerung aufgrund weit verbreiteter Ungleichheit beeinträchtigt waren. Alinas Fall war ein kleiner, aber wichtiger Sieg im Kampf der feministischen Bewegungen in einem Land, in dem laut einer Umfrage des 2022 veröffentlichten Nationalen Berichts über die Dynamik familiärer Beziehungen etwa 50 Millionen Frauen im Alter von 15 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt waren. Nach den Strapazen, die sie durchgemacht hatten, erklärten Alina und ihre Mutter Sakora ihre Absicht, ihren Kampf als Aktivistinnen fortzusetzen, um die notwendigen Veränderungen voranzutreiben, die zu einer gerechteren und freieren Gesellschaft beitragen können, in der Frauen ohne Angst und ohne Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts leben können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. An einem schönen Frühlingstag brachte die 50-jährige Jennifer Dulos ihre Kinder zur Schule. Danach eilte sie nach Hause, da sie Termine bei 2 Ärzten in New York hatte. Der eine um 11 Uhr und der zweite um 13 Uhr. Sie hatte genug Zeit, nach Hause zu fahren, ihre Sachen zu packen, in ein anderes Auto umzusteigen und loszufahren. Nach ihrer Rückkehr nach Hause verschwand Jennifer Dulos, Mutter von 5 Kindern, die unter den Folgen einer schweren Scheidung litt. Einfach. An diesem Tag erschien sie nicht zu ihren Arztterminen. Als die Nanny die Kinder nach Hause brachte, war Jennifer nirgends zu finden. Das Auto, mit dem sie gekommen war, war ebenfalls nicht da, aber in der Garage stand der Land Rover, in den sie umsteigen sollte. Ein paar Minuten später fuhr eine Freundin von Jennifer vor dem Haus vor und gemeinsam mit der Nanny riefen sie die Polizei an, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Um 19 Uhr traf die Polizei ein. Jennifer hatte niemanden darüber informiert, dass sie sich verspäten würde, und ging nicht ans Telefon. Ihre Freunde hatten allen Grund, sich Sorgen zu machen. Sie wussten, wie schwer Jennifers Scheidungsprozess mit ihrem aggressiven Ehemann Fotis Dulos verlief. Fotis stammte aus Griechenland, war aber 1986 in die USA ausgewandert. Er hatte die Brown University absolviert und einen Masterabschluss an der Columbia University im Fachbereich Management und Finanzen erworben. Im Jahr 2000 heiratete er, ließ sich jedoch bereits 2004 scheiden. Im selben Jahr gründete er das Bauunternehmen 4 Group, das sich mit dem Bau von Luxusimmobilien befasste. Jennifer Faber schloss 1990 ihr Studium an der Brown University ab und erwarb einen Masterabschluss im Fachbereich Kreatives Schreiben an der New York University of the Arts. Jennifers Familie verfügte über finanzielle Mittel und die nötigen Beziehungen. Ihr Onkel und ihre Tante waren Eigentümer der Bekleidungsmarke Liz Claiborne. Die jungen Leute lernten sich an der Universität kennen und verliebten sich ineinander. Zu diesem Zeitpunkt war Fotis jedoch noch nicht von seiner Frau geschieden. Die Scheidung wurde einen Monat vor der Hochzeit von Fotis und Jennifer vollzogen. Das Paar beschloss, sich im wohlhabenden Stadtteil Farmington im Bundesstaat Connecticut niederzulassen. In ihrer Ehe hatten sie 5 Kinder, 3 Söhne und 2 Töchter, darunter 2 Zwillingspaare. Fotis Geschäft florierte und die Familie fuhr oft in den Urlaub, wo sie Wasserski fuhr. Im Jahr 2012 erzählte Jennifer ihren Freunden, dass es in ihrer Ehe mit Fotis Probleme gab. Im Jahr 2017 betrog Fotis Jennifer im Urlaub mit Michelle Troconis, einer jungen Frau aus Venezuela. Ähnliches war bereits zu Beginn ihrer Beziehung vorgekommen. Den Erzählungen ihrer Freunde zufolge bereitete sich Jennifer zu diesem Zeitpunkt bereits darauf vor, ihren untreuen Ehemann zu verlassen, und packte ihre Sachen. Sie verbarg, was sie über den Seitensprung wusste, um bei ihm keinen Verdacht zu wecken. Über mehrere Jahre hinweg erzählte sie ihren Freundinnen, dass Fotis begonnen hatte, sie zu kontrollieren und ihr bei Streitigkeiten mit Gewalt gedroht hatte. Schließlich nahm sie eines Tages die Kinder mit und reichte die Scheidung ein. Sie mietete ein Haus in New Canaan, Connecticut. Danach leiteten die beiden das Scheidungsverfahren und die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens ein. Der Sorgerechtsstreit um die 5 Kinder zwischen den Ehepartnern war sehr langwierig und zermürbend. Fotis durfte die Kinder nur unter Aufsicht sehen, da er sich zunehmend aggressiver und fordernder verhielt. Seine Aggression verwandelte sich in Hass
und schließlich in tödliche Gewalt. Am 24. Mai 2019 betraten Polizisten Jennifers Haus, um sich zu vergewissern, dass sie nicht vor Ort war und um nach Hinweisen zu suchen. Polizeibeamte unter der Leitung von Thomas Pattis durchsuchten das 6-zimmerige Haus und die angrenzende Garage. Im Erdgeschoss war alles an seinem Platz und nichts weckte Verdacht. Im 1. Stock war es genauso. Die Sachen waren unberührt und es gab keine Spuren von Jennifer. Auch der Keller war leer. In der Küche bemerkten die Beamten eine große Tasche, die auf dem Boden lag. Sie schien beim Eintreten auf den Boden geworfen worden zu sein. Darin befanden sich Papiere und Jennifers Jacke. Möglicherweise hatte sie die Tasche zurückgelassen, als sie nach Hause kam, um in ein anderes Auto umzusteigen und zum Arzt zu fahren. Doch dieses Auto stand noch immer in der Garage. Das Auto, mit dem sie gekommen war, fehlte. Die Polizei kehrte in die Garage zurück und untersuchte sie genauer. Bei der Untersuchung bemerkte einer der Polizisten, dass das Auto frisch gereinigt worden war. Am Heck befanden sich Kratzer und Blutspuren. Der Beamte bemerkte ein auffälliges Muster in den Kratzspuren. Die Polizisten vermuteten, dass möglicherweise Tiere von diesem Auto angefahren worden waren und das Auto anschließend in eine Waschanlage gebracht worden war. Während einige Polizisten das Auto fotografierten, suchten andere nach dem anderen verschwundenen Fahrzeug. Sie betrachteten den Fall als vermissten Fall, doch die Blutspuren am Auto wurden zu einem wichtigen Anhaltspunkt. Die Gerichtsmediziner nahmen Blutproben vom Auto und später fanden die Ermittler Blutspuren auch am Küchenwasserhahn. Außerdem entdeckten sie Blutstropfen auf dem Boden, unter der Motorhaube, an der Stoßstange und am Rad des Autos. Weitere Spuren wurden an der Tür gefunden, die von der Garage in den Flur führt. In der Küche fand die Polizei zusätzlich zu den Spuren am Wasserhahn auch Spuren auf der Arbeitsplatte, an der Tür und an den Wänden der Garage. Die Blutproben wurden zur DNA-Analyse geschickt. Wenn sie von Jennifer stammten, bedeutete das, dass jemand versucht hatte, die Spuren am Tatort zu beseitigen, dies aber nicht gut gelungen war. Zur gleichen Zeit wurde Jennifers Auto gefunden. Es stand in einem Park, 2 Kilometer vom Haus entfernt. Dort gab es keine Spuren der Frau. Es bestand die Möglichkeit, dass Jennifer etwas Schreckliches zugestoßen war. Die Ermittler richteten ihre Aufmerksamkeit auf Jennifers Ex-Mann, der in Arlington lebte. Am 25. Mai 2019 wurde er gebeten, zur Polizeistation zu kommen, um eine Aussage zu machen. Dort empfingen ihn Officer Pat und Ermittler Christopher Allegro. Fotis fragte sie, ob sie Informationen über die vermisste Jennifer hätten, worauf sie antworteten, dass die Ermittler seine Hilfe bräuchten. Zunächst war Fotis bereit zu helfen, doch sein Anwalt verweigerte die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Als die Polizisten Fotis baten, sein Handy auszuhändigen, willigte er ein. Doch sein Anwalt nahm es ihm wieder weg und forderte den Ermittler auf, zunächst einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken. Die Ermittler mussten bis 21 Uhr auf die Ausstellung des Durchsuchungsbefehls warten. Danach beschlagnahmten sie 2 Handys von Fotis. Was sie darauf fanden, trug dazu bei, ein Bild des schrecklichen Verbrechens zu zeichnen. Am Tag von Jennifers Verschwinden wurde das Signal von Fotis Handy auf dem Baugelände geortet. Den größten Teil des Tages verbrachte Fotis zu Hause in Arlington, 1,5 Autostunden von Jennifers Haus entfernt. Diese Information hätte beweisen können, dass der Mann nicht in Jennifers Verschwinden verwickelt war. Am Abend desselben Tages fuhr er jedoch nach Hartford, das 15 Autominuten von seinem Haus entfernt lag. Daran war nichts Ungewöhnliches, doch der Ortungsdienst seines Handys zeigte an, dass der Mann an mehr als 30 völlig zufälligen Orten in der Stadt angehalten hatte. Das war verdächtig, wenn man seine Beziehung zu Jennifer bedenkt. Die Ermittler begannen, die Umgebung systematisch auszuwerten und die Aufnahmen der Überwachungskameras an den Orten zu sichten, an denen er angehalten hatte. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Fotis und Michelle Troconis an verschiedenen Orten Müllsäcke wegwarfen. Auf einem der Videos ist zu sehen, wie Fotis eine Automatte in den Händen hält, während Michelle sich bückt und etwas in einen Kanaldeckel schüttet. Die Polizei kam nach Hartford, holte alle Säcke aus den Behältern und stellte auch sicher, was in der Kanalisation entsorgt worden war. Aus der Kanalisation fanden sie einen Umschlag mit gefälschten Autokennzeichen. Diese Kennzeichen waren auf Fotis Dulos registriert. Was die Polizei in den Säcken fand, war ein erschreckender Beweis. Blutbefleckte Fußmatten, Reinigungsmittel,
blutbefleckte und zerschnittene Damenbekleidung. In einem der Säcke lagen Gummihandschuhe. Sie waren blutbefleckt und enthielten möglicherweise jemandes DNA. Sie wurden zur Untersuchung ins Labor geschickt und die Ergebnisse zeigten, dass das Blut von Jennifer Dulos stammte, aber von Jennifer fehlte jede Spur. Weder die Leiche noch die Tatwaffe wurden gefunden. Wenn Fotis und Troconis tatsächlich die Spuren des mutmaßlichen Mordes beseitigten, stellte sich die Frage nach ihrem Alibi. Die Antwort lieferten Überwachungskameras. Die Beamten überprüften die Kameras von Jennifers Nachbarn und sahen etwas, das eine Erklärung liefern könnte. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Jennifer um 8 Uhr morgens vor dem Haus vorfährt. Um 10:25 Uhr wurde ihr Auto erneut gesichtet, doch auf der Kamera war der Fahrer nicht zu erkennen. Das Auto fuhr erst viel später los, als Jennifer eigentlich zum Arzt hätte fahren sollen. Um 10:29 Uhr erfassten die Kameras, wie das Auto in Richtung Süden in den Park fuhr, wo die Polizei später Jennifers Auto fand. Um 10:38 Uhr ging ein Anruf auf Jennifers Handy ein. Der Anruf kam aus New Canaan. Um 11:09 Uhr war Jennifers Telefon vollständig ausgeschaltet. Um 11:12 Uhr ist auf den Kameras zu sehen, wie Fotis die Straße entlang fährt, in der Jennifers Auto zurückgelassen worden war. Er fuhr einen Toyota Pickup, der einem Mitarbeiter seiner Firma, Pavel Gumjeni, gehörte. An jenem Morgen fuhr dieses Auto dreimal an Jennifers Haus vorbei und wurde mehrfach bei Fotis Haus gesehen. Ein Nachbar von Fotis namens Garrison erkannte dieses Fahrzeug. Vor Gericht wurde ein Video von seiner Überwachungskamera gezeigt. Der Richter fragte ihn, warum er dieses Video an die Polizei geschickt habe. Der Mann antwortete, dass sie an diesem Tag mit Fotis gesprochen hätten und er später bemerkt habe, dass unbekannte Autos durch ihre Straße fuhren. Er wusste das, weil er bereits seit 9 Jahren an diesem Ort wohnte. Garrison erkannte Pavels Auto und berichtete, dass das Auto, das ihm folgte, gemietet war. Auch ein Nachbar von Fotis bemerkte etwas Seltsames auf den Aufnahmen seiner Kameras. An jenem Tag stieg Rauch aus 3 Schornsteinen auf. Dabei herrschten auf der Straße Plusgrade und es war windstill. Bei solch einem Wetter würde wohl kaum jemand einen Kamin anzünden. Die Ermittler verglichen die Ankunfts- und Abfahrtszeiten des Pickups mit den Zeiten, zu denen die Kamine angezündet wurden. Pavel wurde verhört und im Austausch für Straffreiheit erzählte er, dass Fotis sich das Auto vorübergehend von ihm ausgeliehen hatte. Als der Mann das Auto zurückbrachte, war es komplett gewaschen. Er riet Pavel außerdem, das Auto zu verkaufen, solange noch Nachfrage danach bestand. Außerdem sagte er Pavel, er solle die Sitzbezüge austauschen, da diese abgenutzt seien. Der Mann hatte keine Ersatzbezüge und Fotis sagte ihm, er solle sie aus seinem alten Porsche Cayenne nehmen und austauschen. Fotis bat ihn, sich zu beeilen. Nun stützten die Ermittler ihre Untersuchung auf die Annahme, dass Fotis den Mord begangen hatte. Es tauchte ein neues Video auf dem Fotis mit dem Fahrrad in die Straße fährt und wartet, bis Jennifer nach Hause kommt. Höchstwahrscheinlich versteckte er sich in der Garage und stürzte sich auf sie, als sie eintrat. Er tötete sie und beseitigte anschließend sorgfältig die Spuren am Tatort. Danach fuhr er in den Park und ließ dort das Auto stehen. Die Ermittler fanden ein Motiv, ein günstiges Gelegenheitsmoment und materielle Beweise für das Verbrechen. Doch die Leiche des Opfers wurde nie gefunden. Auf der gefundenen Kleidung befand sich Jennifers DNA und niemand hätte einen so enormen Blutverlust überleben können. Die Frau war tot und die Ermittler hatten keinen Zweifel daran, wer sie getötet hatte. Am Tag des Mordes befand sich Fotis Telefon in seinem Haus. Er erhielt einen Anruf. Die Polizei fand heraus, dass Troconis den Anruf entgegennahm, um Fotis zu decken. Während des Verhörs sagte sie, dass sie das nicht getan habe. Sie habe ihre Tochter zur Schule gebracht und Besorgungen gemacht. Am 1. Juni 2019 wurden Fotis Dulos und Michelle Troconis festgenommen und wegen Fälschung von Beweismitteln in einem Mordfall angeklagt. Beide lehnten ein Geständnis ab und wurden gegen Kaution freigelassen. Die Suche nach Jennifers Leiche ging weiter. 2 Männer spazierten auf dem Gelände eines geschlossenen Engelclubs in Connecticut umher und fanden etwas Verdächtiges. Später berichteten sie der Polizei, dass sie ein ausgehobenes Loch von 2 Metern Länge, einem halben Meter Breite und 1 Meter Tiefe gefunden hätten. Das Loch war mit Grillrosten abgedeckt und darin lagen eine Plane und 2 Säcke mit Calciumhydroxid.
Später im selben Monat begann der Mann, der das Loch gefunden hatte, sich zu fragen, ob dieser Fund mit dem Verschwinden der Frau aus New Canaan zusammenhing. Er kehrte zu der Stelle zurück, stellte jedoch fest, dass das Loch mit Erde aufgefüllt und mit Gras bedeckt war. Der Mann rief sofort die Polizei an. Die eintreffenden Polizeibeamten gruben die Grube aus, fanden darin jedoch nichts. Der Mann berichtete außerdem, dass ihm jemand erzählt habe, einer der Clubgründer habe kurz vor dem Fund der Grube nach dem Zugang zum Gelände gefragt. Der Mann, der sich nach dem Zugang erkundigt hatte, erhielt die Schlüssel und trat kurz nach Jennifers Verschwinden aus dem Club aus. Bei diesem Mann handelte es sich um Kent Mawhinney, einen Anwalt, der ein Freund und Geschäftspartner von Fotis Dulos war. Am 13. August wurde Michelle Troconis erneut zum Verhör vorgeladen. Sie erzählte, dass sie Kent am Tag des Mordes gesehen habe und dass er mit einem alten Freund von Fotis aus Griechenland telefoniert habe. Mehr Informationen hatte sie nicht. Mawhinneys Telefon befand sich in seinem Haus, womit er sich nicht nur ein digitales Alibi verschafft, sondern dieses auch dadurch untermauert hatte, dass er zu dieser Zeit mit einem Freund von Fotis sprach. Hätte die Polizei das Loch nicht gefunden und wäre Kent nicht zur Vernehmung vorgeladen worden, hätte höchstwahrscheinlich niemand vermutet, dass Kent Mawhinney an jenem Tag in Fotis Haus gewesen war. Am 7. Januar 2020 erließ die Polizei einen Haftbefehl gegen Fotis Dulos, Michelle Troconis und Kent Mawhinney. Fotis wurde des Mordes an Jennifer sowie der Verschwörung zum Mord beschuldigt. Alle drei wurden zudem der Vernichtung von Beweismitteln beschuldigt. Die Kaution für Fotis betrug $6 Millionen und er wurde noch am selben Tag freigelassen. Er sollte am 28. Februar 2020 vor Gericht erscheinen. Auch Michelle wurde gegen Kaution freigelassen und sollte am 6. August 2020 vor Gericht erscheinen. Mawhinney zahlte seine Kaution im Oktober 2020. Am 28. Februar erschien Fotis neue Freundin Anna Curry vor Gericht und teilte seinem Anwalt mit, dass Fotis bald kommen würde. Die Zeit verging, doch Fotis tauchte nicht auf. Der Anwalt rief ihn an, doch er ging nicht ran. Polizisten wurden zu seinem Haus geschickt. Sie fanden ihn regungslos in seinem Auto sitzend vor. Die Polizisten zogen ihn sofort aus dem Auto und begannen mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Im Auto wurde ein Zettel gefunden. Darin stand, dass Fotis sich weigerte, für etwas im Gefängnis zu sitzen, an dem er keine Schuld trug. An diesem Tag hatte der Richter angedeutet, dass die Möglichkeit einer Kaution für Fotis aufgehoben werden könnte und er stattdessen bis zum Prozess in Untersuchungshaft genommen würde. Fotis wurde mit dem Hubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, starb jedoch 2 Tage später. Zu dieser Zeit stand er kurz vor dem Bankrott, hatte $7 Millionen Schulden und versuchte, das Haus, in dem er lebte, zu verkaufen. Der Hauptverdächtige im Fall des Verschwindens und der mutmaßlichen Ermordung von Jennifer Dulos konnte nicht mehr vor Gericht erscheinen. 4 Jahre lang lief die Untersuchung gegen Michelle Troconis und sie wurde für ihre Beteiligung an der Beweisvernichtung zur Verantwortung gezogen. Vor Gericht zeigte die Staatsanwältin ein Video, auf dem zu sehen war, wie Fotis und Michelle in Hartford Müllsäcke wegwarfen. Außerdem wurde ein Video gezeigt, in dem ein Obdachloser in diesen Säcken wühlte, bevor die Polizei eintraf. Dieser Mann wurde später befragt und sagte aus, er habe 2 Kissen gefunden, sie jedoch wieder zurückgelegt, weil sie blutbefleckt gewesen seien. Tatsächlich waren 2 Reisekissen aus Jennifers Garage verschwunden. Die Staatsanwältin legte vor Gericht die in den Müllsäcken gefundene Kleidung als Beweismittel vor. Die Kleidung gehörte Jennifer und darauf befanden sich ihr Blut sowie Fotis DNA. Nachdem sie die Kleidung vorgelegt hatte, fragte die Staatsanwältin den Zeugen, ob er diese Kleidung aus der Mülltonne geholt habe. Er bestätigte dies. Der Verschluss des BHs war kaputt und die Staatsanwältin fragte, ob er bereits kaputt gewesen sei, als der Mann ihn gefunden habe. Er bejahte dies. Sie fragte außerdem, haben Sie diese Bluse im Müll gefunden? Er bejahte dies. Auf die Frage, ob es sich um die Rückseite oder die Vorderseite der Bluse handele, antwortete er, dass es die Rückseite sei und dass die Vorderseite zerschnitten worden sei. Außerdem zeigte die Staatsanwältin eine Regenjacke mit einem Schnitt in der Mitte. Der Mann bestätigte, dass er sie in diesem Zustand gefunden habe. Auf dem Regenmantel befanden sich Flecken, aber er kannte deren Herkunft nicht und fügte hinzu, dass dieser, als er ihn fand, völlig nass gewesen sei.
Fotis konnte nicht vor Gericht erscheinen, und um zu beweisen, dass Michelle Troconis an der Begünstigung beteiligt war, musste die Staatsanwältin stichhaltige Beweise dafür vorlegen, dass es Fotis war, der Jennifer getötet hatte, und dass Michelle eine Komplizin war und ihn gedeckt hatte. Vor Gericht wurden Zeugen geladen, die über Michelles Beziehung nicht nur zu Fotis, sondern auch zu seinen Kindern und seiner Ex-Frau berichteten. Michelle war selbst Mutter und Fotis eng verbunden, und es ärgerte sie, dass ihm das Sorgerecht für die Kinder verweigert wurde. All dies verblasste jedoch im Vergleich zu den Beweisen, die in dem Haus gefunden wurden, in dem Michelle und Fotis lebten. Sie hatten einen Aktionsplan ausgearbeitet, damit ihre Aussagen übereinstimmten. Das Paar entwickelte keinen nachweisbaren Plan zur Durchführung des Mordes, wohl aber einen Plan, um ihre Unschuld darzustellen. So konnten sie füreinander bürgen, und bei den Verhandlungstagen hielten sie sich Wort für Wort an diesen Plan. Am Ende der Verhandlung verzichtete Michelle darauf, sich selbst zu verteidigen, woraufhin die Geschworenen mit ihrem Urteil zurückkehrten. Am 1. März 2024 wurde Michelle in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Das Urteil wird später in diesem Jahr rechtskräftig werden. Die Verhandlung im Fall Kent Mawhinney war für einen späteren Zeitpunkt im selben Jahr angesetzt. Der Fall Jennifer Dulos wurde aufgeklärt, doch das brachte keinerlei Genugtuung. Ihre Kinder leben nun bei ihrer Großmutter. Sie werden diese Last des Verlusts bis ans Ende ihres Lebens tragen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.